Pouring Freunde, hi Pouring Friends, da bin ich mal wieder. Und zwar, das Bild vom letzten Mal ist fertig, ist trocken und es ist ein Weihnachtsgeschenk für meine Freundin. Gott sei Dank macht sie keine Social Media, kein Facebook, kein YouTube, kein gar nichts. Sonst würde sie das ja eventuell sogar vorher schon sehen. Und ich muss dieses Bild jetzt lackieren. Aber seit ich male, habe ich Probleme mit dem Lackieren. Und deswegen werde ich vorher testen, was die beste Technik ist. Ich habe so viele verschiedene Techniken ausprobiert und immer gedacht, das ist es jetzt, das ist es jetzt. Und ich werde euch das gleich zeigen. Und eine ganz neue Methode heute ausprobieren, die ich selber noch nicht kenne und von der ich hoffe, dass die es dann also letztendlich wirklich ist. Und dann wende ich das auf dieses Bild an. So, ich habe das jetzt mal hier aufgeschrieben. Ich werde euch das kurz zusammenfassen, was ich bisher alles versucht habe und die Vorteile und Nachteile dazu erwähnen. Also erstmal habe ich Spray probiert. Der Vorteil ist, keine Pinselstreifen. Keine Pinselstreifen ist sowieso das Kriterium für mich, wann eine Lackierung gelungen ist oder nicht. Wenn ich Pinselstreifen sehe, dann denke ich, oh. Es gibt sogar aber auch Künstler, die sagen, gerade die Pinselstreifen sind das Schöne. Also, wie gesagt, Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters. Pinselstreifen hat man bei Spray also nicht. Aber man hat Nachteile, nämlich erstens mal, man muss entweder eine Atemmaske tragen oder man muss draußen arbeiten gegen den Wind, wegen dieser Gase, die ja giftig sind in der Lunge. Und außerdem kann die Düse verstopfen und das ganze Zeug ist teuer. So, findet Sammy auch. Das zweite, was ich versucht habe, ist ein Make-up-Pad. Ein solches Ding. Das habe ich lange als das Nonplusultra betrachtet. Habe sogar obendrauf, habe obendrauf ein, wie nennt sich das, einen Saugnapf geklebt, damit ich auch einen Griff habe. Und damit so das Bild. Und keine Pinselstreifen. Aber der Nachteil ist, man hat einen hohen Verbrauch von dem teuren Liquitex. Das Liquitex-Zeug ist ja nicht gerade billig und außerdem, man tendiert dahin, immer wieder so drüber zu gehen. Und wenn man das zu oft macht, wird das Ganze foggy, nennt sich das. Also der Lack wird neblig, nicht mehr klar. Und das will man ja auch nicht haben. Dann ist ein Nachteil, dass man sehr viel verbraucht dabei. Der hohe Verbrauch, das läuft einfach an der Seite runter überall. Und ich habe dieses Make-up-Pad ja ausprobiert, schon in einem meiner Videos. Das werde ich euch hier verlinken. Oder ist es da? Ich weiß nicht, wie das auskommt. Egal. So, dann habe ich versucht, Liquitex Varnish, das teure Zeug, mit Wasser zu verdünnen. Der Vorteil ist natürlich weniger Verbrauch durch den Anteil an Wasser. Aber der Nachteil ist, und das hat mich stutzig gemacht, auf der Liquitex Varnish Flasche steht, nicht mit Wasser verdünnen. Und da weiß man nicht, was im Laufe der Zeit dann passiert, wenn man das einfach trotzdem macht. Deswegen hatte ich mir jetzt ausgedacht, Liquitex mit Floetrol zu verdünnen, weil das eben kein Wasser ist, was ja verboten ist. Der Vorteil ist der gleiche, weniger Verbrauch, weil ein Teil des Liquitex durch Floetrol ersetzt wird. Der Nachteil ist allerdings, es trocknet sehr viel langsamer, weil Floetrol ja langsam trocknet. So, und jetzt werde ich in diesem Video meine 5. Methode vorstellen, die ich selber noch nicht ausprobiert habe,
die ich zufällig gesehen habe im Internet bei einer Künstlerin und gedacht habe, das könnte es sein. Leider weiß ich nicht mehr, wer es war. Vielleicht finde ich es noch, dann werde ich es euch auch verlinken. Okay, geht gleich los. So, die Dame, die ich gesehen habe, hatte Autowaschschwämme. Die sind ja bekanntermaßen ganz weich und auch sehr dünnporig. Die hatte einen großen für große Bilder und dann noch so kleine runde. Die habe ich jetzt nicht. Deswegen werde ich ein Stück von dem abschneiden müssen für kleinere Bilder. Und das mache ich jetzt als erstes. Das ist das Bild, was ich für mein Experiment ausgesucht habe. Nicht das schönste aller möglichen Bilder. Und außerdem habe ich im Nachhinein mit einem Stift eine Sonne darauf gemalt, die natürlich jetzt mit Glanz, mit Lack, egal ob glänzend oder matt, mit integriert werden muss in das Bild. Das Bild selber ist auf meinen mittlerweile berühmten Pöttchen, die angepinnt sind. Das heißt, ich habe zwei Methoden kombiniert. Pinne, das Bild auf Pinne setzen und das Bild auf kleine Becher setzen. Und so sitzt das Bild immer auf den Bechern und man muss nicht stundenlang fummeln. Ich habe jetzt also, wie gesagt, ein Stück von dem Schwamm abgeschnitten. Das ist nicht ideal, ich weiß, aber ich habe jetzt die kleinen Runden nicht. So, als erstes ist die Dame hingegangen, hat den Schwamm nass gemacht. Ich mache das jetzt mal nicht über dem Bild. Ich tue das Bild weg. Schön nass. Ganz schön nass. So. Dann das überschüssige Wasser ausgedrückt. Dann das Bild genommen. Dieses Liquitex Varnish, High Gloss Varnish genommen. Und auf den feuchten Schwamm gegeben. Schütteln. Auf den feuchten Schwamm. Schon wieder zu viel. Man braucht gar nicht viel. Und dann einmal in eine Richtung über das Bild gehen. Einmal. Man kann gegen das Licht überprüfen, wie es aussieht. Wenn man genug hat. Ich gehe noch einmal drüber. Dadurch, dass man mit dem großen Schwamm nicht so oft wischen muss, ist schon die Gefahr des Foggings nicht gegeben. So, das war die erste Schicht und die muss jetzt eine Stunde trocknen. Wir sehen uns dann gleich wieder. So, da bin ich wieder. Die erste Schicht ist trocken. Jetzt kommt die zweite Schicht. Ich habe den Schwamm diesmal einfach unterm Wasserkran nass gemacht und dann ordentlich ausgedrückt. Jetzt nehme ich weniger und vorsichtiger als eben von diesem Liquitex Gloss Varnish und mache die zweite Schicht in die andere Richtung. Einmal gegen das Licht gucken. Tja,
Wenn das so bleibt, hat man zwar keine Pinselstriche, aber Schwammstriche. Mal sehen. So. Jetzt erstmal wieder trocknen lassen. Es wird ja immer wieder behauptet, dass dieser Liquitex Lack sich selbst ausbreitet und glatt wird. Wir werden sehen. Ich lasse es jetzt wieder trocknen. Bis gleich. So, ist wieder trocken. Und jetzt geht es also weiter, Schicht für Schicht, und zwar genau so lange, bis es einem gefällt. Wobei ich also immer dann wieder die entgegengesetzte Richtung nehme. Jetzt hat es sogar ein paar Blasen geworfen. Keine Ahnung wieso. Ich habe immer panische Angst davor, zu viel zu reiben, um das Fogging auszulösen. Aber ein bisschen verreiben muss man ja nun. So, das lassen wir wieder trocknen. Das gefällt mir immer noch nicht im Moment. So, eindeutiger Nachteil dieser Methode, kann ich jetzt schon mal sagen. Es ist sehr zeitaufwendig. Immer dieses Trocknen lassen und dann die nächste Schicht aufbringen. Aber man kann ja in der Zeit dann was anderes machen. Man muss ja nicht sich unausgesetzt nur mit diesem Bild hier beschäftigen, das man gerade lackiert. Wenn es eine schöne Schicht ergibt zum Schluss, dann soll mir die Arbeit egal sein. Letztendlich muss man doch eine ganze Menge auch an Glossvarnish dafür verwenden, um ein vernünftiges Ergebnis zu haben. Immer von der Seite so gegen das Licht gucken, wo was, ich weiß nicht, ob ihr das auch sehen könnt jetzt, wo da noch was nicht ganz gerade oder ganz glatt ist. Und nochmal drüber gehen. Und dann wieder warten. Ich habe gerade von der Seite noch Luftblasen gesehen. Die muss ich natürlich mit dem Butanbrenner entfernen. Ich hoffe, es war noch nicht zu spät. Wenn ihr die ultimative Methode kennt zum Lackieren eines Bildes, dann schreibt mir das doch bitte in den Kommentaren. Da können wir alle nur von lernen. Ich bedanke mich jetzt schon mal im Vorhinein. So, und jetzt mache ich die letzte Schicht. Sage ich jetzt schon mal vorher. Egal wie es aussehen wird, mehr probiere ich nicht aus. Ich nehme wieder etwas, was ich dann ein bisschen einziehen lasse. Und das verteile ich jetzt. In welche Richtung denn? Ist eigentlich jetzt langsam egal.
Blick gegen das Licht. Ja, sehr viele Luftblasen. So, hier das Ergebnis meiner Bemühungen. So kommt es natürlich wird es meinen Anforderungen gerecht. Aber ich sage mal ganz ehrlich, so hängt es ja dann irgendwo an der Wand. Wer guckt schon gegens Licht? Aber das machen wir jetzt. Und wie ihr seht, es sind zwar keine Pinselstreifen drauf, aber Schwammstreifen. Und von daher würde ich sagen, es ist wichtig, dass man mit dem Schwamm, so wie ich es auch gemacht habe, eine Schicht horizontal und eine Schicht vertikal macht, sodass, es ist unheimlich schwer das hier zu zeigen jetzt, es blendet, sodass man dann so eine Art Stoff oder ja, tatsächlich Stoffmuster bekommt. Und das erinnert dann letztendlich an die Leinwand, die darunter ist. Also die Methode hat eindeutig den Vorteil, dass sie nicht so viel Material verschwendet, den Nachteil, dass sie sehr zeitaufwendig ist. Wenn ihr super Tricks kennt, gebt sie mir bitte bekannt in den Kommentaren. Das Bild ist jetzt fertig und ich werde auch die Bilder für meine Freundin dann so lackieren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, hat euch was gebracht, ihr habt was gelernt. Ich habe auf jeden Fall was gelernt. Die Sonne sticht jetzt nicht mehr so hervor. Ich kann mit dem Bild, so wie es ist, jetzt gut leben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!